In diesem Video schauen wir uns einmal in Procreate das Pinselstudio an, das Brush Studio, wo du eigene Pinsel erstellen kannst. Das schauen wir uns diesmal nicht an. Ich gebe dir nur einen groben Überblick darüber, wie das Ganze funktioniert, weil das wäre nochmal ein komplett eigener Kurs. Das ist nämlich sehr, sehr umfangreich. Aber, dass du schon mal eine Idee bekommst, dass man in Procreate auch Pinsel erstellen kann. Und natürlich kann man damit dann nicht nur malen, sondern man kann die sogar verkaufen. Und dazu gehen wir jetzt einmal an mein iPad und ich zeige dir, wo du das Ganze findest. Hier siehst du Procreate und ich habe es einfach wieder geöffnet und sehe hier die Galerie. Und hier oben rechts gehe ich wieder auf mein Pluszeichen und erstelle irgendeine Leinwand. Ist völlig egal gerade. Es geht ja jetzt nur darum, dass du weißt, wo die Pinsel sind. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann siehst du hier schon, ich habe eine riesige Latte an Pinseln hier. Ganz viele unterschiedliche, ob Pinsel oder hier, das ist auch sehr interessant. Ich gehe da mal einmal drauf und mal da mal was mit. Du siehst schon, was hier passiert. Das ist gar kein klassischer Pinsel, sondern ja, das ist wie eine Heftzwecke, ne? Eine Heftklammer vielleicht eher. Ja, auch das gibt es als Pinsel mittlerweile. Wenn du da mal zu Etsy gehst oder ja, bei Designcards, bei Creative Market, egal wo, es gibt eine riesige Bandbreite an Pinseln und davon leben Menschen sogar richtig gut, ja. Also, okay, es gibt ganz viele Pinsel und ich habe hier auch schon ganz viele Sets drin. Das Lustige daran ist, ich habe davon auch schon einige Sets gekauft. Also es ist gar nicht so, dass ich hier nur Pinsel drin habe, die ich irgendwo kostenlos bekommen habe. Und das tust du auch ganz häufig, ne? Es gibt viele Pinsel, die zu irgendwelchen Videos gibt, zu irgendwelchen Tutorials, die man sich kostenlos herunterladen kann im Internet. Und natürlich gibt es auch ganz viele Sets, die man dann eben auch kaufen kann. Ich zeige dir mal hier schnell eines. Das ist hier Aquarelle von Lisa Glanz. Hier gibt es ganz viele Watercolor-Pinsel, ja, die Aquarellmalen nachmachen. Dann habe ich hier Ultimate Watercolor. Das ist auch ein Pinselset von der Genevieve. Auch ganz viele sehr, sehr gute Pinsel. Ja, also da kann man auch ganz viele schöne Sachen mitzeichnen. Ich zeige dir mal einfach einen hier, wenn ich hier so drauf gehe und du siehst, was passiert, nämlich nicht viel. Nur wenn du hier reinzoomst, würdest du das jetzt sehen. Wir nehmen noch mal einen anderen. Ich mache das einmal weg und nehme hier nochmal einen anderen, den man besser sehen kann. Hier sieht man schon eher was. So sieht dann dieser Pinsel aus. Und natürlich kann ich den auch noch sehr viel größer stellen, so dass man den hier dann auch sehr viel besser sieht. Also siehst du, mit dem einen Pinsel bekomme ich schon unterschiedliche Effekte hin. Ich mache das jetzt nochmal weg mit 2 Fingern und der interessante Teil, worüber ich hier mit dir sprechen wollte, ist hier das Pluszeichen. In dem Pinselstudio, hier Pinselsammlung, ist hier oben rechts ein Pluszeichen und da habe ich die Settings, die Einstellung zu jedem Pinsel drin. Das heißt, ich schaue mir jetzt gerade diesen Pinsel hier an, kann ich hier unten nochmal anschauen, welcher das ist, von wem der erstellt ist oder ob ich, in dem Fall mache ich einen ganz eigenen. Ne? Ich gehe nochmal hier raus, einmal abbrechen. Und gehe mal hier in den Pinsel rein von der Genevieve. Wenn ich hier drauf klicke, sehe ich alle Einstellungen zu diesem Pinsel. Wenn ich hier drauf gehe, dann siehst du schon, der ist von der Genevieve und hat hier seine ganz eigenen Einstellungen. Hier kann ich drüber gehen. Und diese Einstellung, hier ist sogar eine Form drin, dann ist hier eine Körnung, die sie reingemacht hat. Wahrscheinlich was gemalt, in schwarz-weiß erstellt und dann halt hier importiert. Auf jeden Fall gibt das ganz einzigartige Pinsel. Und natürlich kann man hier mit Jitter und Geschwindigkeit, mit Größe, Deckkraft, was auch immer, kann man hier spielen. Man kann sogar noch extra für den Apple Pencil einstellen, wie die Deckkraft ist und die Größe. Ja, also es gibt hier unendlich viele Möglichkeiten und deswegen gibt es auch unendlich viele Pinsel. Und ja, man hat ganz häufig das Gefühl, ne, man schaut sich ein Tutorial an, vielleicht hier auf YouTube,
das du offensichtlich ganz kostenlos tun kannst. Ja, also YouTube ist kostenlos und du kannst natürlich auch hier Kanäle ganz kostenlos abonnieren. Manche Kanäle haben die Funktion, dass du dich da einkaufen kannst sozusagen und dann spezielle Sachen herunterladen kannst. Aber unser Kanal hier ist komplett kostenlos und alles, was wir als Freebies zu vergeben haben, findest du im Link unter dem Video auf unserer Webseite im Backstage-Bereich. Da musst du dich für den Newsletter eintragen. Dafür bekommst du aber auch einen Link und ein Passwort, auch wieder völlig kostenlos, und kannst da alles herunterladen zu dem jeweiligen Video. Auch Farbpaletten oder Pinsel, je nachdem, was dieses Tutorial eben gerade braucht. Ja, also wie gesagt, jeder Pinsel hat seine eigenen Einstellungen. Ich gehe hier nochmal raus. Ich zeige nochmal hier oben, ich habe ja gerade schon auf das Plus geklickt. Hier kann ich dann meinen eigenen Pinsel erstellen. Jetzt kann ich den auch hier ganz in Ruhe verändern. Ne? Du siehst hier, wie das funktioniert. Ja, ich kann hier das so weit wegschieben, Jitter verändern. Ne? Ich nehme einfach nur ein paar Einstellungen vor. Wie gesagt, es gibt hier unglaublich viele Sachen, die man hier verändern kann. Zum Beispiel den Druck oder, gehe ich wieder hier ein bisschen zurück, ja. Stabilisierung. Also hier kann ich viele, viele Sachen machen. Ich habe jetzt einfach mal irgendetwas eingestellt und stelle jetzt hier auf Fertig und schon habe ich meinen eigenen Pinsel erstellt. Natürlich sollte ich dem einen Namen geben, ja, keine Frage. Und über diesen Pinsel, neben dem Namen, sollte er vielleicht auch mein Logo haben oder was auch immer, damit nicht jeder Pinsel geklaut werden kann. Ne? Ich gehe jetzt hier nochmal raus und mal einmal mit dem Pinsel, damit du sehen kannst, wie das aussieht. Ich lösche die Ebene hier einmal, die nicht gelöscht werden will. Weiß aber auch nicht warum. Egal, stellen wir die aus, machen eine neue Ebene. Und jetzt male ich einmal mit dem Pinsel. Und du siehst, Jitter habe ich ganz hoch gedreht, also sind hier ganz viele Punkte. Ne? Aber auch schon ein interessanter Pinsel. In 2 Minuten erstellt. Ich mache mal alles weg und male mal nur mit dem kleineren. Ja, auch das funktioniert. Ne? Also, ganz einfach eigene Pinsel zu erstellen. Man muss natürlich ein Gefühl dafür entwickeln. Man muss vielleicht eigene Texturen malen. Das heißt, du nimmst dir wirklich einen Pinsel und einen Stift oder Aquarellfarben oder Acrylfarben, was auch immer, und malst damit auf dem Papier. Das scannst du ein und nimmst das dann eben als Körnung, als Textur dahinter. Wie gesagt, unendlich viele Möglichkeiten, auch für dich digitale Produkte zu erstellen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man die Pinsel natürlich auch für seine Projekte nutzen, was auch sehr schön ist. Wie auch immer du dich entscheidest, die zu nutzen, es ist wichtig, dass du weißt, dass es so etwas im Procreate gibt und dass du das hier völlig kostenlos machen kannst. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du bist einen Schritt weiter wieder in Procreate gekommen. Wir lernen weiter mit Procreate und lernen die verschiedenen Funktionen hier kennen auf dem Kanal, weil Procreate ist nicht so ganz unwichtig, wird man auch irgendwie nicht mehr wegkriegen. Ne? Man dachte erst, naja, vielleicht ist das so ein Programm, was mal kommt und dann wieder geht. Da gibt es ja einige von, aber Procreate hält sich hartnäckig. Das ist auch gut so, das ist nämlich ein richtig tolles Programm, was alleine auf deinem iPad funktioniert, was wiederum auch richtig klasse ist, denn so kannst du dein komplettes Studio immer mitnehmen. Ne? Willst du dann mal Acryl malen? Kein Problem, ne? Hauptsache du hast Acrylpinsel dabei. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, wie gesagt, völlig kostenlos. Klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!